ISS-Drama aufgelöst, kein Notfall, aber sofortiger Rückflug nötig. Wir wissen auch jetzt, um wen es ging. Riss im Raumschiff. Chinas Shenzhou 20, Beschädigung gravierender. Dear Moon geplatzt, der Everyday Astronaut packt aus. Starship V3 rollt an, Ship 39 erstmals am Teststand. Starlink mit 150 Mbits direkt aufs Handy. Satellitenkonstellation von Rheinmetall-Konsortium wird teurer. Und SLS zurück im Hangar, Artemis 2 rutscht auf April. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein wöchentliches Space Update auf Deutsch. Die NASA zieht die Reißleine und krempelt die gesamte Architektur des Artemis-Programms radikal um. Wobei das Aus für die geplanten Upgrades des Space Launch Systems das wohl härteste Signal ist. Der Fokus, der verschiebt sich jetzt erst einmal klar in den Low Earth Orbit. Anstatt direkt zum Mond durchzustarten, wird die Mission Artemis 3, die ursprünglich als Mondlandung geplant war, jetzt im Jahr 2027 nur als eine Art Generalprobe fungieren. Die Crew wird in der Erdumlaufbahn an die Mondlander von SpaceX oder Blue Origin andocken, um die komplexen Transfermanöver zu testen, ohne die Erde direkt zu verlassen. Der erste echte Versuch einer Landung mit Menschen auf dem Mond verschiebt sich damit auf Artemis 4, dann Anfang 2028, gefolgt von einer möglichen zweiten Landung mit Artemis 5 Ende 2028. Dass die NASA die Weiterentwicklung der SLS-Oberstufe und andere Upgrades, die eigentlich für mehr Wumms Richtung Deep Space sorgen sollten, komplett einstellt, zeigt uns ein ganz klares Signal. Die NASA verlässt sich jetzt voll auf die kommerziellen Partner. Wir fassen zusammen, Artemis 3 wird so eine Art Apollo 9, bei der dann Lander und Rückkehrkapsel im Erdorbit getestet werden und die erste Mondlandung mit Blue Origin oder SpaceX dann mit Artemis 4 und Artemis 5. Aber vor Artemis 3 bis 5 kommt erstmal Artemis 2. Die 98 Meter hohe SLS-Rakete für Artemis 2, die hat samt Startturm jetzt den Launchkomplex 39B verlassen und kam bereits am Donnerstag zurück ins Vehicle Assembly Building. Die News, die kamen letzte Woche samstags und damit zu spät für die Senkrechtstarter-News am Sonntagmorgen. Ich hatte versucht, euch das dann durch direkte Kommentare und Anpassungen der Beschreibung und des Thumbnails als Breaking News doch noch mitzuteilen. Ich hoffe, ich habe euch da nicht zu sehr verwirrt. Ja, was war los? Die Wet Rest Rehearsal 2, das Betanken des gesamten Systems der Rakete, ja, die hat geklappt. Das Problem liegt jetzt im Heliumsystem der ICPS-Oberstufe. Dieses Heliumsystem ist für die Spülung der Triebwerke und die Druckbeaufschlagung der Wasserstoff- und Sauerstofftanks zuständig der Oberstufe. Das System lief bei der ersten und zweiten Wet Rest Rehearsal noch glatt, doch beim routinemäßigen Wiederauffüllen des Systems nach der zweiten Wet Rest Rehearsal, da gab es plötzlich null Durchfluss. Laut NASA ist dieser Fehler oder dieses Fehlerbild schon in der Startvorbereitung von Artemis 1 aufgetreten. Die Ingenieure, die tippen entweder auf einen Defekt an der Quick Disconnect Schnittstelle des Versorgungsarms oder, was wohl wahrscheinlicher ist, auf ein hängengebliebenes Rückschlagventil an Bord der Rakete. Da man draußen auf dem Pad nicht mal eben unter die Verkleidung kriechen kann, war der Rollback alternativlos. Damit ist das Startfenster im März offiziell vom Tisch. Frühester nächster Starttermin für Artemis 2 ist jetzt April. Die Katze ist aus dem Sack. Der NASA-Astronaut Mike Finke ist die Person hinter dem medizinischen Zwischenfall, der im Januar zum ersten vorzeitigen Missionsabbruch an Bord der ISS führte. Nachdem die Crew 11 am 15. Januar, gut einen Monat früher als geplant, mit der Endeavour vor San Diego gewassert ist, herrschte erst einmal Funkstille über die genaue Hintergründe. Jetzt haben wir Gewissheit, es war kein akuter Notfall, der sofortige Handeln im Orbit erforderte, aber die Sache brauchte unverzügliche Aufmerksamkeit und vor allem medizinische Bildgebungsverfahren, die so auf der ISS nicht verfügbar sind. Die ganze Geschichte kam ins Rollen, als Finke und Sina Cartman am 7. Januar gerade dabei waren, einen Außeneinsatz vorzubereiten. Da hat der Körper wohl nicht mehr so mitgespielt, wie er sollte. Finke selbst gibt zum Glück Entwarnung und ist in Houston bereits wieder im Reha-Training. Zu einem weiteren Zwischenfall im All gibt es neue Informationen. Die Crew der chinesischen Mission Shenzhou 20 hat erstmals Details zu ihrem Fensterproblem publik gemacht. Während der Routine-Checks vor der geplanten Rückkehr am 5. November entdeckte Kommandant Chen Dong einen Riss im Sichtfenster der Rückkehrkapsel, verursacht wahrscheinlich durch Weltraumschrott. Was zuerst wie ein festklebendes Blatt aussah, entpuppte sich unter einem 40-fach-Mikroskop als handfeste strukturelle Beschädigung, bei der einige Risse das Material sogar komplett durchdrungen hatten. Ja, das ist kein Pappenstiel, wenn man bedenkt, dass dieses Fenster beim Wiedereintritt ja extremer Hitze und Belastung standhalten muss. Das Einzige, was ja die Crew vor dem Weltraum auch schützt. Die Reaktion der chinesischen Weltraumagentur CMSA war schnell und zeigt, wie sehr die Chinesen ja mittlerweile ihre Infrastruktur im
Griff haben. Anstatt die chinesischen Astronauten in der potenziellen Todesfalle zurückzuschicken, wurde die Mission kurzerhand verlängert. Die Crew kehrte schließlich am 14. November in dem geliehenen Raumschiff Shenzhou 21 zur Erde zurück. Damit die dort verbliebene Ablösung nicht ohne Rettungsboot dasteht, schoss China dann am 25. November die leere Shenzhou 22 hoch, vollgepackt dann mit Vorräten und einem speziellen Reparaturkit für das defekte Fenster. Die beschädigte Kapsel der Shenzhou 20, die wurde schließlich am 19. Januar unbesetzt zurückgeholt, ist dann gut gegangen. Der Everyday Astronaut Tim Dodd hat sich erstmals mit Details zur abgesagten Dear Moon Mission geäußert. In einem aktuellen Deep Dive Talk packte Ex-Crewmitglied Tim nun die Hintergründe aus. Ursprünglich sollte die Reise mit einer Crew Dragon und einer Falcon Heavy stattfinden, doch SpaceX überzeugte Misawa 2018, auf das deutlich massivere Starship umzusteigen. Der Haken an der Sache: Im Vertrag gab es eine Ausstiegsklausel. Wenn das Starship bis Ende 2023 keine nennenswerten Flugerfolge vorweisen kann, durfte Misawa ohne massive Strafzahlungen raus. Da der erste Flugversuch erst im April 2023 stattfand und die iterative Entwicklung bei SpaceX eben Zeit braucht, nutzte der exzentrische japanische Milliardär diese Elon-Time für den Rückzug. Ja, während wir alle noch an den Traum von der Mondumrundung mit Künstlern glaubten, wusste die Crew intern schon Bescheid, durfte aber wegen einer strengen NDA nicht darüber sprechen. Tim vermutet, dass Misawa nach seinem 8-tägigen Aufenthalt auf der ISS im Jahr 2022 schlichtweg die Geduld verloren hat. Tim glaubt weiter daran, dass es so eine oder ähnliche Mission auf absehbare Zeit aber geben wird. Apropos Starship-Flüge: SpaceX gibt beim Starship jetzt Gas und hat am 26. Februar Ship 39 offiziell aus der Mega Bay 2 zum Massys Testgelände ausgerollt. Das ist nicht irgendein Prototyp, sondern wir reden hier über das erste Schiff der Version 3, also V3, das jetzt in die heiße Phase der Pre-Flight-Tests geht. Der Fokus liegt aktuell auf den anstehenden Cryo-Tests, um die strukturelle Integrität des neuen Designs unter kryogenen Bedingungen zu prüfen. Flight 12 war für März 2026 angekündigt. Es wird vermutlich Anfang April. Dazu gleich mehr. Technisch gesehen ist das ein massiver Sprung, da wir seit Juli letzten Jahres kein Schiff mehr am Massys Außenposten für diese Art von Kampagnen gesehen haben. Aber auch natürlich das Chip massiver ist und eine neue Hardware-Generation ist. Der Rollout bei Tageslicht zeigt, dass die Hardware für den nächsten Flug auf der Zielgeraden ist. Das Ziel für Flug 12 klar definiert, die Validierung von V3-Upgrades, die ja vor allem mehr Nutzlastkapazität und eine optimierte Zuverlässigkeit der Raptor-Triebwerke bringen sollen. Warum wir bei Starship Flug 12 realistisch von April ausgehen sollten? Ja, das bestätigt indirekt die nächste News. SpaceX plant für die kommenden Starship Super Heavy Testflüge den Einsatz von speziellen Massensimulatoren, die aktiv mit dem Starlink-Netzwerk kommunizieren können. Ein neuer FCC-Antrag enthüllt nämlich, dass wir hier nicht mehr nur über tote Masse reden, sondern über experimentelle Einheiten, die während ihres Fluges, das ist ein suborbitaler Flug erstmal, Daten senden sollen. Das Ganze ist für einen Zeitraum ab dem 7. April beantragt, was uns ein ziemlich klares Fenster für die nächsten heißen Phasen in der Starbase gibt. Wir schauen uns das mal technisch an. Die Simulatoren, die sollen in einer Höhe von bis zu 350 Kilometer geschossen werden, bevor sie innerhalb von 90 Minuten nach dem Deployment beim Wiedereintritt planmäßig verglühen. Ja, der spannendste Punkt in dem Antrag vermutlich das Special Temporary Authority für die Kommunikation mit der Starlink-Konstellation und den Bodenstationen. Warum der Aufwand für einen Teil, das ja eigentlich verglüht? Es liegt verdammt nahe, dass SpaceX hier nicht nur die Mechanik des Payload-Deployments testen will, sondern echte Live-Daten aus der Perspektive der Fracht generieren möchte. Und das schreit ja vermutlich nach Kameras oder zumindest einer Telemetrie von Bord der Dummies. Wenn wir Glück haben, bekommen wir also Bilder vom Deployment und dem anschließenden Wiedereintritt direkt aus der First-Person-Perspektive der Testnutzlast. Etwas, das ich und viele Raumfahrtfans ja eigentlich schon im letzten Jahr erwartet hatten und uns zumindest gewünscht hatten. Von den Starlink-Dummies zu den echten Starlink V3s. SpaceX hat auf der ITU Space Connect Konferenz angekündigt, die Übertragungsrate für Starlink Direct-to-Cell, also direkt auf das Handy, auf massive 150 Mbit pro Sekunde zu schrauben. Das ist mal ein echtes Brett, wenn man bedenkt, dass wir aktuell ja noch von Fähigkeiten reden, so Textnachrichten oder Notrufe. Um diesen Speed technisch überhaupt möglich zu machen, hat SpaceX für schlappe $17 Milliarden im letzten Jahr das Frequenzspektrum von EchoStar gekauft. Damit wandert SpaceX weg vom reinen Mietmodell mit Partnern wie T-Mobile hin zum eigenen fetten Frequenzbesitzer. Realisiert werden soll das mit einer Flotte von 15.000 zusätzlicher Satelliten in einer extrem niedrigen Umlaufbahn, 326 bis 335 Kilometer
werden da genannt. Sollte Starship die neuen Starlink V3s dann erstmals im Rudel hochschießen, kann der Begriff Funkloch vermutlich dann schnurstracks ins Museum gehen zu den Telefonzellen und Faxgeräten. Für einen Satelliten, da sind 10 Erdumrundungen gar nichts. So ein niedriger Erdorbit dauert so 90 Minuten, also 15 Stunden ist 10 mal rum. Für ein Auto ist das schon eine Ansage. Der Ford Mondeo meiner Eltern, den ich erfahren durfte, der hatte über 10 Erdumrundungen. Jetzt mussten wir ihn abgeben und aktuell suche ich einen gebrauchten Smart #3 Premium oder einen Volvo EX30 Ultra Single Motor als Firmenwagen für Senkrechtstarter. Wenn du ein Angebot für mich hast, das besser ist als das auf den Online-Portalen, dann schreib mir unbedingt an info@senkrechtstarter.net. Findest du auch unter dem Video. Vielen, vielen Dank. Bevor wir uns anschauen, was die Woche gestartet ist, ein Nachtag zur letzten Woche. Als ich aufgenommen habe, da war der Start noch nicht erfolgt. Der Falcon 9 Booster B1067, der hat nämlich letzte Woche die Latte für Wiederverwendung höher gelegt. Es war sein 33. Einsatz und damit auch seine 33. erfolgreiche Landung. Herzlichen Glückwunsch! Am Mittwoch brachte SpaceX 29 weitere Starlinks von Space Launch Complex 40 erfolgreich ins All. Zeitgleich zum Start an der Ostküste ging am Mittwoch auch in Kalifornien eine Falcon 9 mit 25 Starlinks an Bord nach oben. Freitagabend hieß es dann erneut Go for Launch für eine weitere Ladung von 29 Starlink-Satelliten, diesmal von Cape Canaveral aus. Rocket Lab hat von Wallops, Virginia aus das Hyperschall-Testvehikel DART-AE für die australische Firma Hypersonics auf die Reise geschickt. Die modifizierte Elektronrakete lieferte hier wertvolle Daten für die Entwicklung von Scramjet-Antrieben bei extremer Geschwindigkeit. Wie gesagt, Starship und Artemis 2 wohl beide im April. Damit wird's doch kein heißer März. Ein, wie ich finde, sehr wichtiger Termin, der steht aber noch im März, 19. März. Da soll nämlich die Spectrum von ESA Aerospace zum zweiten Mal starten. Natürlich dann von Andøya in Norwegen. Das Ganze passiert damit fast exakt 12 Monate nach dem Erstflug. Indirekt bestätigt wurde der Start jetzt durch den Integrationsdienstleister Exolaunch, die bereits 5 Satelliten erfolgreich mit der Oberstufe verheiratet haben. Wir reden hier von einer bunten Mischung europäischer Forschung und Technik, mit an Bord unter anderem der SciBisat der TU Berlin, STS-1 aus Wien und Trisat-S aus Slowenien. Jetzt muss im März eigentlich nur noch das Wetter in Norwegen mitspielen. Letztes Jahr, da hatten wir ja Bilderbuchwetter und wie ich finde, den optisch schönsten Start des Jahres. Was sollen denn die ganzen neuen Raketen? Ja, jahrelang wurde von Henne-Ei-Problemen bei europäischen Raketen gesprochen. Ja, wir haben noch nichts zu starten, da brauchen wir auch nicht so viele Raketen. Dem Verteidigungsministerium, da konnte es im letzten Jahr gar nicht schnell genug bei der Bestellung von 40 Radaraufklärungssatelliten gehen. Dass der Auftrag ohne internationale Ausschreibung per Direktvergabe an ein Konsortium aus Rheinmetall und ICI ging, das sorgte in der Branche für ordentlich Reibung. Das Verteidigungsministerium argumentierte mit der zeitlichen Dringlichkeit. Die ersten Daten von Spock, die werden nämlich schon im Oktober diesen Jahres gebraucht, weil das System für die Aufklärung russischer Truppenbewegungen für eine neue Brigade in Litauen als absolut kritisch eingestuft wird. Wir reden hier von SAR-Technologie, also Synthetic Aperture Radar. Im Gegensatz zu optischen Kameras gucken die Satelliten also mit Radar durch jede Wolkendecke und funktionieren auch bei tiefster Nacht. Das Herzstück, das kommt vom finnischen New Space Pionier ICI, die es geschafft haben, diese Technik auf Kleinstsatelliten zu schrumpfen. Ja, der Preis für die neue deutsche Souveränität im Orbit, der schießt jetzt steil nach oben auf über 2,7 Milliarden Euro. Könnten die Kosten für die als Service bereitgestellten Fähigkeiten steigen. Ursprünglich war mal von unter 1,8 Milliarden die Rede. Apropos Rheinmetall, der Rüstungsriese, der schielt offenbar massiv auf den bayerischen Laserspezialisten Mynaric, während eigentlich schon ein Verkauf an den US-Player Rocket Lab im Raum stand, hat, soweit ich weiß, die Bundesregierung im letzten Jahr zu einem Verkauf an das US-Unternehmen Rocket Lab erst einmal ein Veto eingelegt. Die Mynaric AG hatte nach finanziellen Schwierigkeiten aufgrund von Lieferverzugs 2025 eine Finanzrestrukturierung abgeschlossen. Die Kapitalherabsetzung auf 0 Euro, die löschte alle Aktien aus. Die Anleger gingen wie bei Warta leer aus. Für Rheinmetall jetzt wahrscheinlich ein Schnäppchen. Apropos Weltraumlaser, piu piu. Die Lösung gegen das Trümmerchaos im Orbit könnte demnächst direkt vom Boden kommen. Das Projekt OMLET, Orbit Maintenance via Laser Momentum Transfer, biegt gerade in die heiße Phase ab. Das DLR arbeitet daran, Weltraumschrott nicht nur zu beobachten, sondern aktiv zu beeinflussen. Ein hochenergetisches Lasersystem, gekoppelt mit adaptiver Optik, soll winzige, aber präzise Geschwindigkeitsänderungen bei Trümmerteilen im niedrigen Erdorbit bewirken. Durch den Strahlendruck des Lasers wird dann die Flugbahn so minimal verändert, dass eine drohende Kollision mit aktiven Satelliten verhindert werden könnte. Das System soll später vollautomatisiert kleinste Kurskorrekturen vornehmen, um den Kaskadeneffekt, also das
berüchtigte Kessler-Syndrom im Keim zu ersticken. Ganz spannend, genau über diese Idee hatte ich mich ziemlich genau vor 5 Jahren mit Dr. Charlotte Bewig in meinem Interview über Weltraumschrott und Kessler-Syndrom gesprochen. Eines meiner Lieblingsinterviews, das verlinke ich euch unter dem Video. Apropos europäische Technik, die deutsch-französische Exploration Company hat die Druckkabine für das strukturelle Testmodell der Nix-Kapsel erhalten. Dann biegen wir jetzt in die heiße Phase der ersten Drucktests ein, um die Zelle auf die Belastung im Orbit vorzubereiten. Wenn die Tests glatt gehen, dann rückt auch der erste Flug der Kapsel zur ISS in greifbarer Nähe. Apropos Drucktests, ja, in der Selbstständigkeit springen ziemlich ins kalte Wasser, einen Kanal aufbauen, der sich nur mit Raumfahrt beschäftigt. In einem Umfeld, deutscher Sprachraum, wo Raumfahrt noch nicht so das Mainstream-Thema ist. Ich bin mir sicher, dass es das noch wird. Ja, das war ein ganz schönes Ding, nicht so sehr abhängig zu sein von Sponsoren oder vom Algorithmus oder von der Weltlage da draußen. Das ist möglich dank der Senkrechtstarter Schutzengel. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Senkrechtstarter Schutzengel, das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Wöchentliche Raumfahrt-News für den deutschen Sprachraum, die gibt's dank euch. Daher wirklich hier auch nochmal ganz von Herzen danke. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiter nach vorne zu tragen. Genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als Dankeschön gibt's dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Wir schauen auch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Heute Sonntag will SpaceX nochmal wissen, Vandenberg, Falcon 9, nächsten 25 Starlink-Satelliten. Montag geht's weiter mit Cape Canaveral Starlinks und am Mittwoch steht wieder einmal ein Doppelschlag an. Morgens startet eine Falcon 9 von der Space Force Station in Florida mit 29 Satelliten und abends dann von der Westküste mit 25 Starlink-Satelliten. Wenn du mir bei der Lösung meiner Mobilitätsprobleme helfen kannst, dann schreib mir gern eine Mail an info@senkrechtstarter.net. Ich bin dankbar für jede Hilfe. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.